Hallo meine Lieben, erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir werden heute eine sehr leckere Sache backen mit vierlei Käse und mit Schinken und so richtig leckeren Kräutern zwischendrin. Frische Kräuter aus meinem Garten. Ja, wir fangen an mit dem Teig. Warum fangen wir an mit dem Teig? Weil der Teig muss noch später ruhen. Und deswegen geben wir jetzt mal Zucker in die Milch und zweierlei Mehlsorten in eine Schüssel. Zu dem Mehl geben wir dann noch ein bisschen Salz hinzu und ein Tütchen Trockenhefe. Das Ganze in der Schüssel können wir dann schon mal grob durchrühren. Wenn wir anschließend die Butter, 2 Eier und die Milch-Zuckermischung zum Mehl hinzugegeben haben, können wir das Ganze mit dem Mixer mal grob durchkneten. Wobei noch zu sagen ist, dass die Butter so richtig schön weich ist. So lässt sich das Ganze viel besser durchkneten. So, mit dem Mixer kurz durchgeknetet, nehmen wir jetzt die Hand hinzu und kneten das Ganze mal für 5 Minuten so richtig lange durch. Und weitere 60 Minuten lassen wir das Ganze anschließend mit geschlossenem Deckel ruhen. In der Zeit sind wir aber nicht untätig. Wir raspeln schon mal 250 Gramm Gouda in eine Schüssel. Aber wir verwenden ja nicht nur Gouda, sondern auch Bergkäse und auch den raspeln wir grob. So, die 60 Minuten sind um. Wir kneten den Teig so richtig schön nochmal kurz durch. Und dann formen wir daraus eine Rolle, eine längliche Rolle. Und nur die längliche Rolle geben wir in meinen Brutkasten. Ja, Brutkasten bedeutet für mich, ich gebe dort in den abgeschlossenen Behälter meinen Teigling rein und der geht dort richtig kräftig auf. Ich brüte somit den Teig dort aus. Gut, ich sitze jetzt nicht auf den Teig drauf, sondern durch diesen abgeschlossenen Raum erhöht sich dort die Luftfeuchtigkeit. Das sind die perfekten Bedingungen, dass der Teig aufgeht. Also wir lassen dann nochmal den Teig für eine Stunde ruhen und wieder können wir die Zeit nutzen, indem wir zum Beispiel den Parmesan reiben und den Mozzarella in kleine Stücke schneiden. So, jetzt ist aber der Teig fertig. Jetzt kommt er aus dem Brutkasten heraus. Dann rollen wir ihn zu einem Rechteck aus. Ja, wenn es nicht genau ein Rechteck ist, dann ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, es ist so ungefähr ein Rechteck. Ja, und dann kommt die schöne Sache dran am Kochen. Jetzt belegen wir so richtig lecker diesen Teig. Zuerst fangen wir mit dem Schinken an, dann geben wir den Käse drauf und da drauf geben wir dann noch eine Schicht Kräuter. Apropos Kräuter, die Kräuter habe ich aus meinem Garten. Da habe ich Rucola, Basilikum, Petersilie, alles wächst zurzeit super in meinen Hochbeeten. Echt klasse. Und dann nehme ich natürlich eine große Portion, säubere ich und wasche ich diese Kräuter und dann hacke ich die klein. Und diese gehackten Kräuter gebe ich dann oben drauf zum Schluss als letzte Schicht, bevor ich dann den Teig aufrolle. Ja genau, ihr habt gehört, ich rolle den Teig auf. Schön satt, dass er schön fest ist und dass nicht so viel Luft dazwischen ist.
Aber bevor wir das Ganze jetzt zusammenrollen, geben wir jetzt erstmal die 2 Käsesorten Gouda und den Bergkäse auf den Schinken drauf. Weiter verlesen wir dann noch die Kräuter, waschen sie und hacken sie dann klein. Ja, und wegen dem Salz, also im Käse und im Schinken ist genügend Salz vorhanden. Was wir jetzt noch würzen, ist Pfeffer. Da geben wir noch reichlich drauf. Und wie schon vorher gesagt, wir rollen jetzt den ganzen Teig zusammen mit dem Belag. Das Schöne ist, weil im Teig richtig viel Butter drin ist, bleibt der Teig so gut wie nicht auf der Oberfläche haften, obwohl gar kein Mehl auf der Arbeitsfläche sich drauf befindet. Wenn wir dann die Rolle so schön vor uns liegen haben, dann unterteilen wir sie in 12 Stücke, weil für die Backform brauchen wir 12 Stücke. Mit den 12 Teiglingen oder Stücken können wir die Backform schön auskleiden. Muss ja nicht extra erwähnt werden eigentlich, dass diese Stücke gleich groß sein sollten. Apropos Backform, ich verwende eine 28er Springform und den Boden, den kleide ich mit Backpapier aus. Das habe ich alles schon vorher erledigt. Und natürlich versuchen wir die Teiglinge, die Stücke, genauer gesagt, schön gleichmäßig in dieser Springform zu verteilen. Und anschließend lassen wir das Ganze nochmal ruhen für 30 Minuten. Da wird der Teig nochmal aufgehen, weil ja mit dem Nudelholz haben wir ihn platt gewalzt gehabt. Und dann wird diese Backform schön ausgefüllt werden. Danach nehmen wir den geschnittenen Mozzarella und verteilen ihn schön gleichmäßig auf der Oberfläche. Und auf den Mozzarella geben wir den geriebenen Parmesan drauf. Mittlerweile haben wir jetzt auch den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Weil nachdem wir den Parmesan dann schön verteilt haben, kommt das Ganze in den Ofen hinein. Und zwar für ca. 30 Minuten. So, jetzt schaut euch mal diesen herrlich leckeren Käseschneckenkuchen an. Oder Schneckenkuchen oder Käsekuchen oder Käseschnecken. Ja, kommt drauf an, wie man nennen möchte. Aber er sieht richtig lecker aus und jetzt schaut mal, wie schön der Käse sich zieht. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie lecker der schmeckt. Schön, das Ganze ist mir mal wieder so richtig gut gelungen. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.